Ich hatte auf Morea genau das gefunden, wonach ich jahrelang gesucht hatte. Eine überwältigende Natur, Freiheit, Ruhe, frisches Wasser aus den Bergen, Früchte auf den Bäumen, Fische im Meer, ein Leben weit entfernt von Stress der modernen Gesellschaft. Für viele Menschen ist Morea das Paradies schlechthin und für mich war es das auch. Doch nach 9 Monaten geschah etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich wollte plötzlich zurück in genau die Welt, in der ich vor über einem Jahr geflohen war. Nicht, weil Morea mich enttäuscht hatte, nicht, weil mir die Insel nicht mehr gefiel und auch nicht, weil mein Versuch auszuwandern gescheitert war. Ich verließ Morea, weil mir dieser Ort etwas über mich gezeigt hatte. Morea war der richtige Ort, um nach innen zu gehen, um mich selbst wiederzufinden. Aber meine eigentliche Aufgabe, die wartete außerhalb dieses Paradieses auf mich. In einem Paradies, das ich in mir gefunden habe. Und warum ich Morea deshalb verlassen habe, weshalb die Insel trotzdem immer ein Teil meines Lebens bleiben wird und was dein Wohnort mit deiner eigenen inneren, wahren Natur zu tun hat, darum geht es in diesem Video. Ich bin Matthias und das hier ist Alethics, der Weg deiner Wahrheit. Ja, ich bin momentan für einige Monate auf Mallorca in Spanien und deshalb nehme ich dich heute von hier aus noch einmal mit zurück nach Morea zu einer der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, kann man sagen. Mallorca und Morea sind völlig unterschiedliche Inseln, aber beides sind wunderschön und sie lösen etwas völlig anderes in mir aus. Und genau das ist so ein wichtiger Teil dieser Geschichte heute. Denn ich weiß heute, dass es nicht diesen einen besten Ort für uns Menschen gibt. Ich habe herausgefunden, dass es Orte gibt, die zu bestimmten Menschen und bestimmten Lebensphasen besser passen als andere. Es gibt sogar Orte, die unterstützen uns in den aktuellen Herausforderungen unseres Lebens und helfen uns, sie zu meistern. Aber um das zu verstehen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, müssen wir einmal zurückgehen. Nämlich bevor ich nach Morea kam, denn da lebte ich und arbeitete auch in Österreich und äußerlich funktionierte mein Leben gut, aber innerlich ging es mir körperlich und mental immer schlechter. Ich hatte zunehmend das Gefühl, dass ich in einem Leben feststecke, das nicht meiner eigenen Natur entsprach. Ich war unzufrieden, obwohl ich alles hatte. Ich sah, wie wir Arbeit, Schule, Gesundheit, Beziehungen in unserer Gesellschaft oder in unserem Alltag organisieren und ich fragte mich immer wieder, warum leben wir auf eine Art und Weise, die für so viele Menschen erschöpfend ist, obwohl wir heute eigentlich alle Möglichkeiten hätten, ein gesünderes und erfüllteres Leben zu gestalten. Ich verstand nicht, warum wir nur lernen zu funktionieren, aber kaum unsere wahren Gefühle, unseren Körper wahrzunehmen, mit unseren Emotionen umzugehen oder unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen, zu verstehen und ausdrücken zu können. Und all diese Fragen, die führten mich in die Schweiz, wo ich eine Ausbildung zum zertifizierten Gesundheitsberater absolvierte. Und dabei beschäftige ich mich besonders mit der Salutogenese, also mit der Frage, wodurch Gesundheit entsteht und wie sie erhalten werden kann. Und je mehr ich über Ernährung, Bewegung und den menschlichen Körper lernte, desto deutlicher wurde mir, wir können unseren Körper und unseren Alltag noch so optimieren. Wenn aber das Leben, das wir führen, uns nicht erfüllt, also unsere Lebensfreude und Lebendigkeit nicht erhöht, werden wir trotz allem materiellen und äußerlichen Erfolg nicht wirklich zufrieden sein können. Und das kann früher oder später auch zu gesundheitlichen Problemen, zu unerwarteten Konflikten und auch zu Krisen in unserem Leben führen. Und als Gesundheitsberater habe ich vieles gelernt und auch durch die Psychosomatik war mir die Auswirkung von Psyche und Körper bereits bewusst. Ich dachte zum Beispiel auch, dass ich meine Wahrheit eigentlich schon lebe, aber eine Reise ans andere Ende der Welt zeigte mir, dass ich noch keine Ahnung hatte, was es wirklich bedeutet, seine Wahrheit zu leben und meine eigene innere Lebenskraft durch mich fließen zu lassen. Und was für eine krasse Auswirkung das auf meine Gesundheit, auf meine Lebenskraft und auf meine Lebendigkeit haben wird. Und wie in anderen Videos schon gesagt, habe ich meine Reise ja mit schlimmen Rückenschmerzen, mit Blut im Darm und auch mit Depressionen begonnen. Aber anstatt die nächste Physiotherapie zu machen, ich hab zu dem Zeitpunkt 4 oder 5 Durchläufe innerhalb von ein paar Jahren bereits gemacht und sie haben
immer kurzfristig geholfen, aber spät kamen dieselben Probleme immer wieder durch. Deswegen wollte ich einfach mal was anderes probieren. Und zunächst beschäftigte ich mich intensiv mit alten Weisheitstraditionen, mit verschiedenen Kulturen und ganz unterschiedlichen Lebensweisen. Und irgendwann zog mich durch das Tagebuch von Louis-Antoine de Bougainville Französisch-Polynesien an. Und ich hatte das Gefühl, ich muss dort sein. Und diesem Gefühl, auch wenn es absurd war nachzugehen, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich landete schließlich auf einer kleinen Insel namens Moorea. Und diese Insel, die fühlte sich zunächst wie die Antwort auf alle meine Fragen an. Ja, die Berge dort, die Lagune, die Fruchtbarkeit der Natur, das langsamere Leben, die unmittelbare Verbindung zu den Elementen, das war fantastisch. Ich dachte, vielleicht ist das der Ort, an dem ich bleiben werde. Vielleicht baue ich mir hier ein völlig neues Leben auf. Doch Moorea gab mir nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. Die Insel zeigte mir noch etwas viel Fundamentaleres. Eines Tages bekam ich nämlich die Nachricht, dass eine Maohi-Heilerin mich kennenlernen wollte. Also Maohi nennt man die indigenen polynesischen Völker aus der Gegend rund um Tahiti und Moorea. Maori, die meisten kennen, sind ja aus Neuseeland. Maohi sind die aus Tahiti und Moorea. Und diese Maohi-Heilerin nahm mich mit zu den alten polynesischen Tempeln und machte dort mit mir Rituale, weihte mich in die polynesische Weisheitslehre ein und verband mich mit der Natur, also hat mich verbunden mit der Natur und mit der Insel. Und von dort durch diese Erfahrungen lernte ich etwas, das mein ganzes Leben verändert hat. Es hat mir nicht nur geholfen zu verstehen, warum mein Leben so ist, wie es ist, oder warum das Leben an sich so ist, wie es ist. Es hat mir auch geholfen, mein Leben so zu gestalten, dass ich gesünder, glücklicher und erfüllter bin. Und das war unglaublich. Ich werde dazu mal ein eigenes Video machen, wo ich ausführlicher darüber berichte, weil es so wichtig ist für unsere moderne Gesellschaft, das zu wissen. Also lasst vielleicht ein Abo da, aktiviert auch die Glocke, damit ihr dieses Video verpasst. Ich möchte das jetzt nicht so lange hier machen. Diese Erkenntnisse auf jeden Fall, die haben dazu geführt, dass ich das Leben nicht mehr so gesehen habe wie vorher. Und ich habe plötzlich Lust bekommen, richtige innerliche Lust auf die moderne Gesellschaft. Das ist kein Witz. Also mein größter Schmerzpunkt meines letzten Jahrzehnts, kann man sagen, dem ich unbedingt entfliehen wollte, um einfach wieder gesünder, um glücklicher zu werden, der rufte mich plötzlich. Und der Grund war, dass ich lernen und verstehen durfte, dass jeder Mensch einen einzigartigen inneren Code besitzt. Das ist also Code ist nur einfach ein Wort dafür, aber es ist wie ein Fingerabdruck deines inneren Wesens. Jeder von uns ist einzigartig mit einer ganz besonderen Mission, mit Talenten, mit Stärken, mit Wünschen, aber auch mit ganz speziellen Herausforderungen, die unser eigener Code erzeugt, aber aus einem wichtigen Grund. Dieser innere Code, also unser eigenes inneres Wesen, befindet sich aber immer an einem bestimmten Ort und manchmal auch unter anderen Menschen. Und jeder Ort und jeder andere Mensch hat ebenfalls einen Code. Und also stell dir vor, das ist wie stell dir vor, jeder Mensch trägt ein einzigartiges Instrument bei sich. Bei der Geburt haben wir alle ein Instrument bei uns. Und dieses Instrument hat einen eigenen Klang. Manche Töne beherrschen wir damit bereits, andere sind vielleicht noch zu leise oder die falsche Tonhöhe. Wir sind einfach noch ungeübt darin. Aber wenn wir dieses Instrument richtig spielen können, ertönt es in seinem schönsten Klang. Und dieser unverwechselbare Klang, das ist dein innerer Code. Und das Spannende ist, dass kein Instrument, kein Code erklingt im luftleeren Raum. Nämlich, wir müssen immer an einem bestimmten Ort spielen. Und jeder Ort besitzt wie jeder Raum seine eigene Akustik. Das heißt, an manchen Orten klingt dein Instrument vielleicht warm und kraftvoll. Ein anderer Ort verschluckt bestimmte Töne und wieder ein anderer Ort erzeugt vielleicht so ein Echo. Und plötzlich hörst du etwas, das du vorher noch nie gehört hast. Und das ist das Wunder an einem Ortswechsel. Ja, wir bringen immer unser eigenes Instrument mit, aber kein Raum, also kein Ort klingt gleich.
Durch diese Begegnung mit der Maohi-Heilerin durfte ich also eine Sichtweise auf das Leben kennenlernen, die wir in der modernen Gesellschaft völlig vergessen haben. Ja, wir Menschen sind Teil der Natur, auch wenn wir noch uns so davon entfremden. Wir sind immer durch die Nahrung mit der Erde, mit dem Wasser, mit der Luft, mit dem Ort verbunden, wo wir leben. Also ein Ort ist nicht einfach nur eine schöne Kulisse oder eine weniger schöne Kulisse. Ein Ort kann bestimmte Seiten in dir beruhigen, verstärken oder überhaupt erst hervorbringen. Er kann dich auch dabei unterstützen, nach innen zu gehen, ja, zu kontemplieren. Er kann dir helfen, dich öffentlich sichtbar zu machen. Er kann dir helfen, Beziehungen aufzubauen. Er kann dir helfen, kreativ zu werden. Er kann dir helfen, zu heilen oder eine bestimmte Herausforderung bewusster zu erkennen und auch zu meistern. Morea brachte mich in die Stille und in die Heilung und das führte schließlich zu mir selbst. Andere, was ich gesehen habe, bringt es in das größte Ozeanabenteuer ihres Lebens. Ja, also Morea der Ozean dort ist fantastisch. Also kein Ort wirkt auf alle Menschen gleich. Ich konnte in Morea durch Rückzug in die Stille aus meinem bisherigen Wissen, aus meinen bisherigen Erfahrungen und aus den neuen Erkenntnissen und der polynesischen Weisheitskultur ein System bauen, das nicht nur mir half, meinen inneren Code, meine innere Wahrheit zu erkennen, sondern auch anderen zu helfen, ihren Code, ihre Wahrheit zu erkennen. Und das nenne ich den Alethix Code. Er zeigt deine innere Wahrheit. Und er zeigt die innere Wahrheit eines jeden Menschen und eines jeden Ortes. Und darum kann man mit dem Alethix Code auch sehen, welche Auswirkungen ein bestimmter Ort oder ein bestimmter Mensch auf unser Leben haben kann. Wenn es ein Ort ist, nenne ich es Alethix Relocation. Dann geht es um den Ortswechsel. Denn ich sah, wie Morea mein Wesen beeinflusste. Mir war klar, dass diese Insel ein großes Geschenk und einer der wichtigsten Orte für mein Leben ist. Aber auch, dass ich hier nur partiell bleiben kann und nicht Vollzeit, sozusagen. Denn also ich kam auf die Insel, weil ich der modernen Gesellschaft entkommen wollte, aber ich verließ Morea nach 9 Monaten, weil ich dort meine Aufgabe in dieser modernen Gesellschaft wiedergefunden hatte. Und das ist ein Feuer, das in mir brennt und das in die Welt getragen werden muss. Die Welt, vor der ich geflohen war, also die rief mich quasi zurück, aber nicht damit ich wieder so lebe wie vorher, sondern damit ich an ihrer Veränderung mitarbeite. Und damit verstand ich einfach, meine Aufgabe besteht nicht darin, mich dauerhaft aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Meine Aufgabe ist es, mein Licht nach außen zu tragen und anderen Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Licht zu entdecken, damit wir gemeinsam an einer gesünderen, erfüllteren und glücklicheren Gesellschaft arbeiten können. Denn jeder, der seinen Alethix Code kennt, der weiß auch, warum er hier ist und welchen wertvollen Beitrag er für diese Welt, für diese Gesellschaft leisten kann. Also wenn auch du deinen Alethix Code erfahren möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung oder unter alethix.com, da findest du auch Alethix Relocation, wo ich mit dir deinen aktuellen Wohnort ansehen kann und welche Auswirkungen er auf dein Leben hat, beziehungsweise welche Orte gerade besser zu deinen Zielen, Wünschen und Träumen passen würden. Ja, ich bin jetzt auf Mallorca. Nicht, weil Mallorca jetzt besser ist als Morea, auch nicht umgekehrt. Beide Orte besitzen für mich nämlich vollkommen unterschiedliche Qualitäten. Mallorca verbindet mich stärker mit Menschen, mit Austausch und mit der Öffentlichkeit und Morea verbindet mich stärker mit Stille und mit innerer Heilung. Ich suche also heute meine Orte oder Lebensorte nicht mehr danach, wo es vielleicht am schönsten ist. Ich frage mich eher, welche Seite meines Wesens möchte gerade gelebt werden? Welche Aufgabe steht in meiner aktuellen Lebensphase an und welcher Ort könnte mich genau dabei unterstützen? Und wenn du das auch wissen willst, wenn das für dich interessant ist, dann schau mal in die Videobeschreibung oder unter alethix.com, Alethix Relocation.
Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich auch, wenn du ein Like da lässt, wenn du einen Kommentar da lässt und wenn du einmal abonnierst und die Glocke aktivierst. Wenn du Fragen hast, dann bitte schreib mir direkt hier in die Kommentare oder buche dir auch direkt einen Telefon- oder Videocall. In der Videobeschreibung findest du auch einen Link zu den direkten Calls. Und ja, was sagst du zu Mallorca? Was sagst du zu Moorea? Ich muss sagen, Französisch-Polynesien, Bora Bora, Tahiti, Huain, das sind schon ganz besondere Inseln. Und sie sind ganz anders als hier in Europa, aber nicht schöner. Und Europa ist nicht weniger schön, nur mit einem anderen Code. Und es gibt auch immer eine Zeitqualität bei dem Code und wir leben gerade in einer Zeit, wo es vielleicht in Europa etwas schwieriger ist. Manche von euch mögen das spüren, andere wiederum nicht. Und genau das hat auch etwas mit dem inneren Code zu tun. Also, damit wünsche ich dir atletische Grüße, Matthias.